Moin, willkommen in Leipzig am Ring beim neuen Rathaus. Die Leipziger Verkehrsbetriebe LVB haben viel getan, um ihren Fahrzeugbestand bei der Straßenbahn zu modernisieren. Die neuen Gelenkzüge NGT10 von Solaris und Stadler sind inzwischen alle abgeliefert. Trotzdem sind auch im Jahr 2023 noch Tatra-Züge aus Triebwagen T4D und Niederflurbeiwagen NB4 im Einsatz. Hier kommt ein Zug als 11E am Peterssteinweg an, bei der Haltestelle Münzgasse LVZ. Wir steigen ein und fahren mit nach Dölitz. Nächste Haltestelle, Dreischwitzer Straße, Übergang zur Linie 79 Richtung Bruchsal. In Dölitz können wir einen sehr interessanten Betriebsablauf beobachten. Die Züge wenden dort, indem sie den Straßenbahnhof durchfahren. Hier sehen wir den Zug, wie er von hinten durch den Straßenbahnhof fährt und dort für eine Pause anhält. In Leipzig werden die Betriebshöfe Straßenbahnhof genannt. Das Tor fängt an, sich zu öffnen. Nachdem es vollständig geöffnet ist, fährt der Zug hinaus auf die Bornaische Straße an die Haltestelle zur Abfahrt. Wundert euch nicht, dass es einmal regnet und einmal nicht. Die Aufnahmen stammen von 2 verschiedenen Tagen.
Ein Zug auf der Fahrt von Schkeuditz in die Innenstadt bei der Stamelner Allee. Hier sind wir wieder in der Innenstadt. Der Hauptbahnhof liegt rechts von uns. Ein Zug der Linie 8 fährt nach Grünau Nord. Die jetzt noch fahrenden Tatra T4D wurden in Leipzig ab Mitte der 1990er Jahre umfangreich modernisiert. Die Drehgestelle wurden voll verkleidet. Die Fahrzeuge erhielten eine Gleichstromstellersteuerung. Beim Beschleunigen und Bremsen hört man daher auch ein elektronisches Geräusch wie bei modernen Straßenbahnfahrzeugen. Hier sehen wir gleich 2 Tatra-Züge vor dem Hauptbahnhof. Meist fahren die Tatras als sogenannte Großzüge aus 2 Triebwagen und einem Beiwagen. Gelegentlich sieht man auch Züge aus einem Triebwagen und einem Beiwagen, wie hier auf der Linie 1. Damit verlassen wir Leipzig und gehen nach Halle an der Saale. Dort sind 2023 keine T4D mehr im Linienverkehr eingesetzt. Allerdings besitzt das Straßenbahnmuseum Fahrzeuge dieses Typs. Diese sind weitgehend wie im Anlieferungszustand hergerichtet. Sie besitzen auch noch die ursprüngliche Beschleunigersteuerung. Man hört es an dem Klack, wenn der Wagen anfängt bzw. aufhört zu beschleunigen. Von Kölbitz nach Heide, die ist auch seit 2006. War aber schon 1927 neu gebaut worden. Diese Aufnahmen entstanden beim Tag des offenen Denkmals am 10. September 2023. An diesem Tag wurden auch Rundfahrten mit dem Museums-T4D angeboten. Sie begannen und endeten am historischen Straßenbahndepot bei der Burg Giebichenstein. Die Fahrt führte von dort über Kröllwitz und das Rennbahnkreuz in die Innenstadt und von dort wieder zum Depot. In dem Wagen, in dem wir sitzen, übrigens aus dem Baujahr 1971, also gehört auch schon zu den Oldtimern mit Sicherheit. Und wir hatten ein Auto von 1971 noch, kaum einer. Bei dem Merseburg die Linie 15 seinerzeit auf der einen Seite nur eine 11.
die Brücke, die wir jetzt noch befahren können, also es hält noch, die wird dann danach abgerissen. Wir fahren über die Elisabethsaale. Dort wurde gerade eine neue Brücke für die Straßenbahn gebaut. Hier die ganzen Fundamente auch schon gelegt, sodass dann die neue Brücke dann links neben uns entstehen wird bis Ende 2024. Hofft man, oder ist der Plan, sollte fertig sein. Ich weiß noch nicht, wie weit die Lieferung ist, aber so Einfluss nehmen. Zurzeit sind wir eigentlich im Plan. Da es auch Bauarbeiten bei der S-Bahn nach Halle-Neustadt gab, fuhr die Straßenbahn teilweise mit Doppeltraktionen aus 2 Gelenkzügen. Sie sehen entgegenkommt hier eine Bahn mit doppelter Länge, das sind noch 2 Arten gekoppelt. Und wir sehen Deutschland, was dann die Führung und die Akustik und die Vorträge alles empfiehlt. Da muss ich dann so festgehalten worden, meist zu hinrichten. Wenn wir jetzt hier links hinterlaufen, dann kommen wir zum Molden Ochsen. Die Gefängnis aus der alten Zeit ist noch da. Hier seht ihr den Wagen mit dem Hinweis OS, das heißt ohne Schaffner und dafür mit Zahlbox. In der DDR führten die Verkehrsbetriebe den Fahrscheinverkauf mit Zahlboxen ein. Durch einen Zug am Hebel gab es eine Fahrkarte. Allerdings funktionierte dies auch, wenn keine Münze eingeworfen wurde. Daher wurde häufiger kontrolliert. Die Wagen in Halle haben eine 2+1 Sitzanordnung. Hier bei den Museumsfahrzeugen sind auch die Drehgestelle gut zu sehen. Sie sind unverkleidet, wie im Originalzustand. In vielen Städten Osteuropas sind noch Tatra-Fahrzeuge des Typs T4 im Einsatz. Als Beispiel seht ihr nun Aufnahmen aus Zagreb. Auch dort haben die Wagen die Originalsteuerung und man hört häufig das typische Klack. Bei dem sogenannten Beschleuniger handelt es sich, vereinfacht gesagt, um eine Weiterentwicklung eines klassischen Straßenbahnfahrschalters. Allerdings werden die Fahrstufen nicht mit der Hand geschaltet, sondern durch einen Hilfsmotor. Und es gibt nicht nur 10 oder 15 Fahrstufen, sondern 99. Wenn der Fahrer oder die Fahrerin auf das Beschleunigungspedal tritt, schaltet der Mechanismus langsam die 99 Fahrstufen hoch, sodass die Straßenbahn weitgehend druckfrei beschleunigt. Die T4 fahren hier mit den Original-Tatra-Beiwagen des Typs B4, nicht wie in Leipzig mit Niederflurbeiwagen. Sowohl bei den Triebwagen als auch bei den Beiwagen könnt ihr die unverkleideten Drehgestelle sehen. Wir verlassen die Innenstadt von Zagreb. Diese Aufnahmen stammen aus Novi Zagreb an der Avenida Dubrovnik.
Bei der Mitfahrt könnt ihr sehen, dass es hier im Beiwagen kaum eine Stelle ohne Graffiti gibt. Ein Problem, das in Beiwagen häufig auftritt. Auch wegen der Schäden durch Graffiti und Vandalismus geht bei den meisten Straßenbahnbetrieben der Trend zu Gelenkzügen, bei denen man von vorne bis hinten hindurchgehen kann. Dieser Beiwagen in Zagreb hat eine Sitzanordnung 1+1, im Gegensatz zur Halle, wo wir in den meisten Teilen des Fahrzeugs 2+1 gesehen hatten. Hier seht ihr einen Zug mit Ganzflächenwerbung. Wir verlassen Zagreb und gehen nach Brno in Tschechien. Dort fahren Triebwagen des Typs T3. Sie unterscheiden sich von den T4 hauptsächlich durch den breiteren Wagenkasten. 2,50 Meter beim T3, 2,20 Meter beim T4. Dadurch wirken die T3 von vorn deutlich breiter und wuchtiger. Damit sage ich für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal.